bin Carola Braun-Wanke, ich arbeite an der Freien Universität Berlin und ich bin die Projektleiterin der Koordinierungsstelle für Natur, Umwelt und Nachhaltigkeitsbildung. Mein Name ist Judith Hübner, ich arbeite für die Freie Universität Berlin und in der Koordinierungsstelle für Natur, Umwelt und Nachhaltigkeitsbildung Steglitz-Zehlendorf. Die Koordinierungsstelle versteht sich als Austauschplattform für Anbieterinnen und Nutzerinnen von Natur, Umwelt und Nachhaltigkeitsbildungsangeboten. Die Koordinierungsstelle gibt es seit Juli 2019 in Steglitz-Zehlendorf. Wir wollen mit verschiedenen Gruppen der Gesellschaft und Menschen jeglichen Alters in Kontakt treten, wollen sie neugierig machen auf die Angebote und wollen, dass es eine leicht zugängliche Bildungsarbeit gibt im Bezirk. Also diese Koordinierungsstelle fokussiert ja auf Natur, Umwelt und Nachhaltigkeitsbildung, dass diese Aspekte viel mehr in diesen formalen Bildungsbereich hineingelangen. Das ist eigentlich unser Ziel. Erfassungen haben sozusagen festgestellt, dass in ganz Berlin die Lage im Natur- und Umweltbildungsbereich nicht ganz so rosig aussieht, wie das gewünscht ist. Also dass es vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen nicht ausreichend Angebote gibt, beziehungsweise dass Angebote, die vorhanden sind, nicht ausreichend bekannt sind. Also die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ist auf die Bezirke, auf die einzelnen Berliner Bezirke zugegangen und hat die gebeten, vor Ort sich eine Lösung zu überlegen. Das lief bei verschiedenen Bezirken unterschiedlich ab. Also teilweise wurden erst Studien erstellt, um die Lage vor Ort zu erfassen, die Bedarfe, Herausforderungen, die es da vor Ort gibt. Und teilweise wurden auch Akteure direkt angesprochen und gebeten, eine Koordinierungsstelle aufzubauen. Das war bei uns der Fall. Wir haben geschaut, welche Akteurinnen und Akteure gibt es, die spannend für uns sind, haben ganz viele Gespräche, Interviews geführt und haben halt ganz schnell gemerkt, die Leute wollen was verändern, die wollen mit uns arbeiten und wir waren tatsächlich überrascht. Wir dachten, wir wollten ja diesen Beirat gründen und hatten am Anfang so ein bisschen Scheu und dachten, naja, kriegen wir die Leute überhaupt zusammen? Und das Gegenteil war der Fall. Also überall eigentlich, wo wir angeklopft haben und uns vorstellig gemacht haben, waren die Leute dabei und meinten, ja, wir haben Lust, da mitzuarbeiten. Das war ein spannender Prozess. Ursprünglich war ja die Aufgabe, eine Koordinierungsstelle für Umweltbildung zu schaffen. Und wir haben eigentlich im Beirat relativ schnell unter uns klargelegt, dass es nicht nur um Umweltbildung gehen kann, sondern dass eine Umweltbildung im 21. Jahrhundert, also die sich mit Klimakrise, mit dem riesigen Verlust der Artenvielfalt eigentlich auseinandersetzen muss, dass es nicht reicht, nur ein Naturerleben zu ermöglichen, sondern auch, dass das alles in Gefahr ist, dass es bedroht ist. Und mit dieser Kombination Bildung und Naturerleben wollen wir eben diese Ebene schaffen, Nachhaltigkeitswissen, wirklich fundiertes Wissen zu vermitteln, aber das Ganze eben mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Die Freie Universität wurde auch deswegen angefragt, weil wir schon die Schüler-Uni Nachhaltigkeit und Klimaschutz seit Jahren umsetzen. Damit sind wir ziemlich gut vernetzt in Berlin und auch im Bezirk und können damit natürlich schon auf einer guten Grundlage aufbauen. Es ist auch für die Umweltbildnerinnen und Akteurinnen vom Bezirk spannend, mit so einer internationalen Uni auch zusammenzuarbeiten. A, weil wir natürlich auch eine Bildungseinrichtung sind, die keine primären Verwertungsinteressen hat. Also wir widmen uns dem Thema Bildung sozusagen, weil uns das wichtig ist. Und das hat auch eine Strahlkraft sozusagen für die Akteurinnen, die bei uns mitmachen, dass wir eben auch so ein neutraler Ort sind, ein Ort der Wissenschaft, der Forschung, wo auch wirklich gutes Wissen verortet ist. Wir haben begonnen, sozusagen uns ein gemeinsames Leitbild zu erarbeiten in verschiedenen Runden. Das wurde auch begleitet professionell und da ging es eben darum, herauszuarbeiten, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Werte, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin, wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten und wie können wir auch die große Öffentlichkeit, sage ich mal, ansprechen gemeinsam. Also die Idee des Leitbildes war für uns konzeptionell total wichtig, weil wir wirklich mit allen Akteuren ins Gespräch kommen wollten und möglichst viele Perspektiven einfangen, was die Bedarfe, die Bedürfnisse, die Anforderungen einer Umweltpolitik im 21. Jahrhundert eigentlich bedeutet. Und deswegen kam uns die Idee, dass wir möglichst viele Akteure eben einbinden und haben dann diesen Beirat gegründet, der aus 20 Schlüsselakteurinnen sozusagen aus dem Bezirk besteht.
Wir setzen uns dafür ein, dass wir wirklich gute Bildung machen im Bezirk. Gute Bildung heißt für uns, dass es ein lebenslanges Lernen ist und dass dieses lebenslange Lernen an möglichst vielen unterschiedlichen Orten stattfinden kann. Das Lernen findet nicht nur in Schulen statt, sondern es kann im Hinterhof, es kann auf einer wilden Fläche, es kann hier im Botanischen Garten, in der Botanikschule an grünen Lernorten stattfinden. Und uns interessiert diesen formalen Bereich, gerade Schule, Kitas, die ja doch ganz oft einfach nur in der Schule sind, die zu öffnen, dass sie an grüne Lernorte gehen und da verstehen, was Natur bedeutet, dass Natur letztlich die Grundlage unserer Ressourcen schafft und bietet und dass da auch so eine Wertschätzung entsteht. Wir haben da eine Bezirkskarte installiert, wo Akteurinnen gucken können, was für Naturerlebnisräume gibt es eigentlich bei uns im Bezirk und wie sieht es da aus. Also das ist bebildert, es ist aber auch vermerkt, ist das barrierefrei, gibt es da einen Unterstand, gibt es da einen Spielplatz und so weiter, wo quasi die Arbeit sowohl von Bildnerinnen erleichtert wird, als auch von Schulen und Kitas, die sagen, oh, wir wollen gerne mal rausgehen, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wohin. Wir haben verschiedene Ansätze. Also zum einen wollen wir natürlich vernetzen. Da haben wir unterschiedliche Formate dafür entwickelt. Wir haben zum Beispiel ein großes Umweltbildungsforum, das einmal im Jahr stattfindet, wo rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Berlin sich beteiligen und was auch unter Partizipation und Teilnahme der Akteure und Akteurinnen im Bezirk entwickelt wird, also die praktisch aktiv auch das Programm gestalten. Und da ist eben der Vorteil, dass sich ganz viele verschiedene Personen endlich mal kennenlernen. Es sind auch häufig Einzelkämpfer, haben wir festgestellt, die total froh sind, wenn sie andere Personen treffen und sich austauschen können und Gleichgesinnte sehen. Ich würde sagen, dass die Stärke unserer Arbeit darin liegt, dass wir verschiedene Bildungsansätze miteinander verbinden, dass wir sehr offen sind und die Vielfalt begrüßen. Dass wir sagen, es gibt nicht nur Naturerleben, sondern es gibt auch Bildung für nachhaltige Entwicklung, es gibt Bildung in globalen Zusammenhängen. Und das Spannende ist, glaube ich, dass wir aus diesen ganz unterschiedlichen Bereichen, die wir früher auch nicht alle kannten, das ist ja das Irre, dass wir ja auch dadurch gelernt haben. Also mittlerweile sind halt im Boot die Botanikschule, hier im Botanischen Garten beispielsweise, die Gartenarbeitsschule. Wir arbeiten mit Schülerinnen und Schülern aus dem Goethe-Gymnasium, die eine Klima-AG gegründet haben. Mit denen arbeiten wir zusammen. Es sind Elternvertreterinnen mit dabei, es ist der BUND dabei, also auch NGOs sind herzlich eingeladen. Wir arbeiten mit Wildnispädagoginnen, die hier im Bezirk ansässig sind, die sich sehr gut auskennen. Wir arbeiten mit der Freien Universität. Also wir haben ja auch unheimlich viele Fachbereiche und unheimlich kompetente Menschen, die jetzt gerade im Themenfeld Biodiversität unterwegs sind. Die binden wir zum Beispiel auch ein. Und das ist ein buntes Potpourri, wenn Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Naturerleben zusammenkommt. Wenn wir künstlerische Perspektiven mit Umweltbildung oder mit Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammenbringen, entsteht etwas Neues. Weil ich denke, um diesen Wandel zu gestalten, brauchen wir auch neue Lern- und Experimentierräume und dafür brauchen wir neue Formate. Und diese Formate kommen eben zustande, wenn man mit diesen tollen Leuten zusammenarbeitet. Wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, sowohl analog als auch digital unterwegs zu sein, weil man damit natürlich auch noch mal ganz unterschiedliche Zielgruppen abholen kann, die wir nur analog oder nur digital gar nicht erreichen würden. Und die Idee von uns ist eben sowohl über eine Website, aber auch eben über diese Foren, über diese Dialog- und Austauschplattform, über den Beirat, also über unterschiedliche Formate, die Leute zusammenzubringen und ins Sprechen zu kommen, in den Dialog zu bringen und so sozusagen perspektivisch die Angebotsvielfalt noch zu erweitern. Und es ist eben wichtig, dass wir das nicht für die Personen im Bezirk bestimmen, sondern dass jeder das sich selbst engagieren kann. Uns geht es darum, Bildung zu vermitteln, Wissen zu vermitteln, um gemeinsam ins Handeln zu kommen. Wie kommen wir aus dieser Krise raus? Wie können wir eine Transformation der Gesellschaft erwirken? Wie können wir alle ins Handeln kommen? Und mit dieser Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung wollen wir eben auch diesen Wandel ermöglichen. Dass man als Individuum sozusagen versteht, dass man in seinem Alltag sehr wohl einen Unterschied machen kann. Wie ich konsumiere, wie ich unterwegs bin auf der Welt, welchen Urlaub ich mache. Also dass das ein Unterschied ist, aber auch, dass man in einer Gemeinschaft handeln kann, dass man das nicht nur alleine machen kann, sondern auch sich mit anderen zusammentun kann.
Und ja, dass man auch politisch aber auch Einfluss nehmen muss auf diese Verhältnisse. Es geht nicht nur darum, das Individuum zu verändern, sondern dass man diese Verbindung individuell, Gesellschaft und politisch auch versteht, dass wir auf allen Ebenen handeln müssen. Natürlich liegt auch was Innovatives in dieser Arbeit. Zum einen wächst ja unheimlich viel daraus, dass diese vielen verschiedenen Ansätze zusammengeführt werden und wo viele Menschen zusammenkommen, wachsen natürlich auch immer neue Ideen. Das sehen wir jetzt auch. Also wir hatten zum Beispiel letzte Woche eine Fortbildung, wo 4 Referentinnen teilgenommen haben, die jetzt sagen, ach, das war so toll, lasst uns gemeinsam was Neues und noch was anderes auf die Beine stellen. Also das ist wirklich so ein laufender Prozess, wo man wirklich beobachten kann, wie die Leute anfangen, gemeinsam zu denken und die Dinge weiterzuentwickeln. Ja, also die Wege sind unterschiedlich. Also einmal versuchen wir natürlich, wenn jetzt jemand kommt, hat eine gute Idee, versuchen wir zu überlegen, wer könnte mit wem gut kooperieren. Wer bietet was Ähnliches an, wer passt zusammen. Es gibt ja ganz viele Synergieeffekte, die man merkt während der Arbeit. Also sei das an Material und Ressourcen, die an einer Stelle vorhanden sind, die dann nicht jeder kaufen muss, wo man sich austauschen kann. Nicht jeder muss Umweltbildungsmaterial selber entwickeln, sondern kann auf die Ressourcen von anderen zurückgreifen. Wir werden über eine Zuwendung von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz finanziert, also wie alle anderen Bezirke auch in Koordinierungsstellen. Wir akquirieren aber auch immer noch Mittel dazu, also und versuchen über Synergien, also das, was ich schon erzählt hatte, über Partnerschaften, Kooperationen, Ressourcen zu schonen, Ressourcen zusammenzubringen, aber auch neue zusätzliche Mittel zu akquirieren, damit wir halt unser Bildungsangebot auch erweitern können. Die Arbeit an der Koordinierungsstelle steht und fällt natürlich von verstetigenden Strukturen und natürlich auch ganz konkret von konkreter Förderung, die dauerhaft da sein muss. Das gilt für die Koordinierungsstelle genauso wie für viele andere grüne Lernorte und Bildnerinnen im Bezirk und in ganz Berlin. Es kann sich nur weiterentwickeln und stabile Netzwerke können sich nur entwickeln, wenn dieser Rahmen gesteckt ist und wenn da auch der konkrete Wunsch und das Ziel formuliert ist von der Politik, da mit uns voranzugehen. Wir haben jetzt diese Koordinierungsstelle für 2 Jahre erstmal sicher, aber die Frage ist, was passiert danach? Insofern denke ich, sind solide, verlässliche finanzielle Strukturen, aber auch die Weiterführung dieses Projekts, dass es nicht etwas aufgebaut wird, was dann meinetwegen nach 2 Jahren dann abbricht. Das wäre wirklich fatal. Wir brauchen das Signal für Politik sozusagen, dass Bildung wichtig ist und dass insbesondere Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung wirklich wichtig sind, um diese großen Krisen, also die Klimakrise und die Biodiversitätskrise zu lösen. Und ja, dafür brauchen wir Verlässlichkeit. Es würde auch definitiv Sinn machen, mit internationalen Koordinierungsstellen zusammenzuarbeiten, einfach weil wir heutzutage viel mit globalen Krisen und Problemen und Herausforderungen arbeiten müssen und wo es einfach nicht mehr reicht, nur in seiner eigenen Suppe zu kochen, sondern wo man über den Tellerrand wirklich hinausgucken muss, was passiert woanders und wo kann man auch voneinander lernen. Also Delegationen kommen zu uns, wir gehen in die Universitäten, lernen mit und von anderen. Und ich muss sagen, das ist unheimlich bereichernd. Und insofern kann auch im Kontext der Koordinierungsstellen das natürlich befruchtend sein, wenn man von anderen lernt. Die globalen Themen, die wir haben, Klimakrise, Biodiversitätskrise, kann man ja nicht nur alleine lokal lösen, sondern muss man auch global lösen. Und dazu gehört auch ein globaler Kontext und eine globale Auseinandersetzung. Was wir gelernt haben, die Lust ist da, viele brauchen nur so einen kleinen Pieker oder so ein Gegenüber, mit dem sie was machen können. Und das macht wirklich total viel Spaß. Und ich für meinen Teil merke, es freut mich total und gibt mir unheimlich viel, was bewirken zu können, dass man wirklich den Effekt auch sieht, den man da erzielt. Ja, ich kann nur sagen, vernetzt euch, tut euch zusammen, ob das lokal, regional, national oder international ist. Es ist wichtig, miteinander zu reden und gemeinsam neue Ideen für eine gute Zukunft, für eine gute, bessere und faire Zukunft zu entwickeln.